Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Husa aus Polen, der Noble Plate Carrier 4.0. Wir haben auf der Enforce Tech kurz von Husa berichtet. Polnische Firma, sehr, sehr cooles Unternehmen, relativ klein noch, aber dafür umso feiner. Tatsächlich eine riesengroße Auswahl und auch die Modularität mit anderen Herstellern wird hier groß geschrieben. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, am Ende dieses Videos verlinken wir euch das nochmal, dann könnt ihr euch das auch direkt anschauen. Und wir werden in einer kleinen Miniserie euch in 2 Teilen einmal den Noble Plate Carrier 4.0 vorstellen und dann das neue Backpanel-System, was wir hier hinten schon hängen haben. Nur schon mal so viel vorab. Heute geht es aber um den Noble Plate Carrier. Husa hat einen ganzen Haufen Plate Carrier für die verschiedensten Einsatzszenarien im Portfolio. Solltet ihr auf jeden Fall auch mal auf der Webseite vorbeischauen. Linken wir euch am Ende und in die Videobeschreibung. Da könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, was für euch der richtige Plattenträger ist. Der Noble 4.0 ist so das Flaggschiff aktuell, was auch die Sachen Modularität und Skalierbarkeit angeht. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, den stellen wir euch mal im Detail vor. Husa verwendet hier natürlich wie alle anderen Hersteller 500D Cordura und hat auch Laser-Cut-Technologie in Kombination mit klassischer Molle, da wo es eben drauf ankommt, im Einsatz. Der Noble Plate Carrier ist über und über mit Features beladen und lässt sich dank seiner Modularität auch von der Skalierbarkeit entweder als ganz Low-Profile-Plattenträger einsetzen oder eben auch maximal auf Gewichtsübernahme, wenn man zum Beispiel als Breacher unterwegs ist und mit einem Backpanel arbeitet, um die Lastenübertragung zu gewährleisten, aber dazu kommen wir später. Eins vorab, der Noble Plate Carrier kommt ohne Kammerband und ohne Frontflap, also das, was ihr hier in dem Setup seht, ist optionales Zubehör. Das heißt, ihr bekommt nur die Front- und Rear Plate Back sowie natürlich die Schulterpartien inklusive der Shoulder Pads. Und alles andere müsst ihr dann separat dazu kaufen. Das finden wir tatsächlich eine gute Sache, weil oftmals bei Plattenträgern eben ein Kammerband dabei ist, der vielleicht nicht optimiert ist für die persönlichen Ansprüche. Und dann hat man den zwar, muss dann trotzdem aber einen neuen kaufen und dann hat man den einen irgendwo rumfliegen und der nützt eigentlich gar nichts. Und so kann man wirklich direkt auswählen, was ist der richtige Kammerband für mich und kann den dann entsprechend zusammenpacken, genauso auch wie die Frontflap. Ist natürlich auch immer individuell. Stellen wir euch aber trotzdem auch nochmal im Detail vor. Aber jetzt geht es erstmal rein um den Plattenträger. Ich habe es euch ja schon gesagt, in Sachen Modularität ist Husa aus Polen sehr US-orientiert, was wir sehr gut finden, denn viele US-Hersteller haben natürlich schon bereits funktionierende Systeme und man möchte natürlich auch nahtlos mit denen zusammen in Kombination funktionieren. Gerade auch was die NATO angeht, sieht man dann vielleicht den einen oder anderen Plattenträger oder Ausrüstung, die dann wieder zusammen genutzt werden können. Und von daher hat man hier zum einen die Schnittstelle für die Front universal gemacht. Ihr habt hier ganz klassisch, wie man das bei vielen Herstellern kennt, das Swift-Clip-System mit den Buckeln, die eben auch kompatibel sind zu Mayflower, zu Spiritus Systems, was auch immer es an US-Marken gibt, die eben mit dem Swift-Clip-System arbeiten. Die Gegenstücke sind hier unter einer Flappe verborgen, das ist auch ganz gut. Da hat man hier nämlich keine störenden Elemente, die oben drauf liegen. Und das ganze System ist eben auch eingehängt. Das heißt, ich kann hier auch mit einem G-Hook reingehen, könnte dann eine Ferro-Frontflap vorne aufbauen. Und natürlich könnte ich hier auch hergehen und, weil hier eine Reihe PALS-Schlaufen vernäht ist, und zwar auch in der Breite, eben nicht in der typischen PALS-Breite, sondern hier, wer Crye Precision kennt, der weiß, das ist das Format, das man hat für die Frontflaps von Crye, die eben nicht einfach nur in Molle eingeschlauft werden, sondern nur einmal oben eingehängt werden und dann mit Klett fixiert. Also die würden hier auch direkt drauf passen. Wunderbar, das finden wir schon mal eine sehr coole Sache. Ja, ansonsten seht ihr hier auf der Front im oberen Bereich ein Klettfeld mit Lasercut, PALS-Schlaufen, um hier auch Taschen anbringen zu können. Hier oben haben wir aus Laminat ein Pull-Tab, denn hier oben ist natürlich auch nochmal eine Tasche zu finden mit 3 Einschüben, um hier auch nochmal entweder Pistolenmagazine einschieben zu können oder eben eine Halterung für Stifte, Knicklichter, was auch immer. Auch was die
Modularität angeht in Sachen Seitenmontage, Trinkschläuche, Kabellage, was auch immer ihr am Plattenträger noch mit verbauen müsst, das hat man hier sehr schön gelöst. Ihr habt hier an den Seiten einmal mit dabei im oberen Bereich Bungee, kann man natürlich auch abnehmen mit einem Clip hier zum enger und weiterstellen, und One-Wrap Velcro. Das Ganze wird hier in Schlaufen gehalten wie Daisy Chain, die an der Seite der Platebacks vernäht ist. Das heißt, ihr habt hier oben 2 kleine Schlaufen, hier habt ihr nochmal eine breitere und unterm Kammerband sind auch nochmal welche, um einfach hier die maximale Freiheit zu geben, wenn ihr hier Sachen montieren wollt. Ihr seht auch schon, der Bereich, der hier vorne die Swift Clips verdeckt, der wird hier mit Elastikband gehalten, hat hier trotzdem nochmal einen Durchlass. Also ideal, um auch Kabel sauber zu verstauen im System. Das heißt, man hat hier keine freiliegenden Kabel, sondern kann die wirklich so individuell hier unten drunter packen, dass das alles verschwindet. Die Front, der Frontbereich unten, wo hier normalerweise das Plakat drauf sitzt, da ist natürlich mit LED gearbeitet worden, um hier dann die Möglichkeit zu geben, ganz normale Standard-Haken-Klett-Module aufzubringen. Also es gibt hier kein Molle, wie das andere haben, sondern tatsächlich nur reine Klettlösung. Die Daisy Chain wird hier übrigens auch nochmal auf der Oberseite eingesetzt. Also auch da wieder, wenn ihr nochmal zusätzlich was befestigen wollt, hier im oberen Bereich ist die hier auch noch weitergeführt. Schultern machen wir, wenn wir den Plattenträger vom Gerüst nehmen. Gehen wir einmal auf die Rückseite. Hier sieht man schon Lasercut Molle Cordura, komplett durchgängig. Im oberen Bereich ein schmaler Streifen mit Flauschklett, um hier eben auch nochmal die Möglichkeit zu bieten, Patches anbringen zu können. Der Carry Handle ist hier oben integriert, mit Klett am Plattenträger fixiert. Das heißt, er stört nicht, man kann nirgendwo hängen bleiben. Und die Besonderheit ist, dass das Gurtband hier bis nach unten vernäht wurde. Das zeige ich euch auch gleich, wenn wir den Plattenträger vom Gerüst nehmen. Die Plattentasche ist von unten zugänglich. Die wird hier einmal über das ganze System drüber geklappt. Also das heißt, sie lässt sich hier öffnen und geht dann bis hier oben hin. Und da wird dann auch der Kammerband mit eingefasst. Modularität gibt es auch in Sachen, wie ich den Kammerband befestige, beziehungsweise wie auch die Schulterteile befestigt werden. Da gibt es als optionales Zubehör alle Möglichkeiten, die ihr braucht. Das heißt, ihr könnt zum einen hergehen und könnt hier mit G-Hooks arbeiten. Ihr könnt aber auch mit einer Fastex-Buckel arbeiten oder ihr habt von Hussa optional erwerblich das Ganze hier mit einer Cobra Austria Alpin Lösung. Bauen wir gleich mal dran, um es zu zeigen. Und das Ganze hier auch nochmal von Duraflex in einer Polymerausführung. Das sind die neuen Schnallen. Es gibt natürlich auch noch die Kompatibilität mit den Rockschnallen, aber das wären die verschiedenen Möglichkeiten, die ihr habt, um hier das Ganze aufzusetzen. Dann packen wir den Kerl mal vom Gerüst und schauen ihn uns mal im Detail an. Auf der Innenseite setzt man komplett auf Velour-Flauschklett, also ein sehr feines Flauschklett, was auch mit optionalen Komfortpads bestückt werden kann, um eben hier den Komfort zu erhöhen. Und hier sieht man auch schon die Befestigungen für die Schulterteile. Wir haben hier jetzt gerade die Front Plateback. Hier sehen wir die Rear Plateback. Und da sieht man jetzt auch schön, wie das Gurtband hier bis unten hin vernäht worden ist. Das heißt, es geht in den Plattenträger rein, hat hier immer noch mal Querriegelnähte, die das Ganze noch mal zusätzlich halten. Aber es ist wirklich ein ganzes Stück Gurtband, was bis nach unten geht und dadurch natürlich als Rettungsgriff noch mal deutlich robuster ist, wenn ich an dem Kerl ziehe mit dem ganzen Combat-Gewicht im Vergleich zu Plattenträgern, die das Ganze eben nur hier oben kurz fixiert haben. Der Kammerband, den wir hier verwendet haben, das ist auch ein neuer, der ist noch nicht auf der Webseite zu finden. Wir hoffen vielleicht, dass wir zum Zeitpunkt des Videos die Sachen online haben. Ansonsten einfach nochmal später wiederkommen. Es gibt verschiedene Kammerbands, die man einsetzen kann für die Plattenträger. Gerade auch beim Nobel funktioniert alles, was irgendwie mit Klett geht. Da gibt es elastische Kammerbünde, da gibt es welche mit Mesh und gleich integrierten Side-Sapi-Plates oder hier mit einem Tegris-Insert, also ein versteifter Kammerband eben, aber mit Lasercut-Molle. Und dann gibt es nochmal das Weight Distribution System, das zeigen wir euch auch gleich nochmal im Anschluss. Und eben halt die Variante, wie ich das Ganze hier dann montiere. Holen wir es einmal raus, damit ihr seht, wie das mit dem Kammerband generell funktioniert. Das heißt, hier seht ihr die Plattentasche. Platte ist nochmal eingefasst, damit die wirklich auch in Position bleibt. Die Flappe ist dann tatsächlich hauptsächlich nur noch Kosmetik und der Rest wird hier schon durch dieses Laminat gehalten. Aber hier sieht man dann schön den Rückenbereich, der zuerst Lasercut-Molle ist
und darunter dann eben das Klettfeld, um hier den Kammerband in der Weite nochmal einstellen zu können. Bei dieser Variante ist es so, ich habe hier ein Elastikteil, das heißt, der flext auch ein bisschen mit dem Körper und das Ganze läuft unter den Zippern durch, die hier an der Seite verlaufen, denn der Noble ist natürlich auch Zip-on kompatibel für das eigene System von Hussa, aber eben auch wieder für einen Standard, und zwar ist es der sogenannte Cry-Standard mit Wislon 10 Zippern. Das heißt, alles, was in diesem Spektrum funktioniert an Zip-on-Panels, kann man dann hier auch an dem Noble Plate Carrier verwenden. Schauen wir uns noch den Schulterbereich an und dann gehen wir mal über und wechseln mal die Module. Im Schulterbereich hat man hier einmal ein Cover. Das nehme ich einmal ab. Das wird mit Klett an den eigentlichen Schultern befestigt. Auf der Innenseite mit Hakenklett, auf der Außenseite nochmal mit einem Flauschklett. Also das ist quasi die Unterseite, die an der Schulter ist. Da kann ich dann auch nochmal optionale Komfortpads anbringen. Und natürlich auch hier wieder elastische Schlaufen auf der Oberseite, um Kabel oder Schläuche führen zu können. Und an den Seiten OneWrap Velcro, um auch da wieder führen zu können. Der eigentliche Schulterbereich des Plattenträgers wird hier mit Laminat und Klett gehalten. Hier sieht man schon, das Ganze ist hinten mit einem D-Ring an der Backplate verbaut und geht dann hier einmal durch und kann dann hier von der Weite eingestellt werden. Und zwar wirklich in beide Richtungen. Das heißt, ich kann einmal hier hinten die Weite einstellen und ich kann hier vorne auch nochmal die Weite einstellen. Also da bin ich wirklich maximal flexibel, was die Verstellung angeht. Das Modul hier lässt sich auch zuschneiden. Man hat hier immer Quernähte gesetzt. Das heißt, wenn euch dieses Teil hier zu lang ist, dann könnt ihr das kürzen, ohne dass die Nähte aufreißen. Das ist auch nochmal ein ganz cooles Feature. Und wie man hier auch schon schön sehen kann, das ist jetzt hier Größe SM. Also den Plattenträger gibt es dann auch in verschiedenen Größen. Hierbei ist dann natürlich wie bei allen Plattenträgern die Richtlinie oder gilt der Richtwert. Der Plattenträger wird nach der Größe der Platte ausgesucht. Das heißt, wenn ich eine Medium-Platte habe, nehme ich hier SM, bei Small genauso. Und wenn ich eine Large-Platte habe, muss ich eben auch beim Plattenträger eine Nummer nach oben gehen. Dasselbe gilt dann auch für den Kammerband. Ja, dann schauen wir es uns jetzt mal an und gehen mal über und schauen, wie wir hier verschiedene Schultermodule einsetzen. So, zunächst einmal baue ich das hier wieder zurück. Ich lasse es jetzt erst einmal lang und habe jetzt ja hier meinen Schulterbereich mit dem 25 mm Gurtband. Das ist natürlich eine super Low-Profile-Lösung. Viele bevorzugen tatsächlich im Schulterbereich keine Verschlüsse zu haben. Standardmäßig kommt er auch ohne Verschlüsse, aber manche Leute möchten dann eben doch zumindest auf einer Seite was zum Schnelllösen haben. Und da kann man dann hier optional arbeiten mit verschiedenen Modulen. Wir gehen jetzt mal einmal auf die Cobra-Variante. Habe ich hier natürlich mein Männchen und mein Weibchen. Ich brauche jetzt das Männchen nicht, sondern nur das Weibchen. Und das fädel ich jetzt hier einfach einmal ein. So rum. Jetzt drehe ich das Ganze um und dann habe ich hier eine Führung. Da gehe ich einmal durch. Ist natürlich, weil es Klett ist, ein bisschen schwierig. Da kann man sich gerne auch ein Hilfsmittel nehmen. Irgendwas, was in der Breite ist, um den Klett kurz mal auszuschalten, damit er nicht klettet, damit man hier besser durchfädeln kann. Und dann kann ich hier meine Weite so einstellen, wie weit ich die Schnalle denn gerne weg hätte vom System. Und dann habe ich hier schon mein Weibchen angebracht. So, die Gegenseite geht fast genauso. Auch hier wieder Klett. Das Ganze durchfädeln durch den Träger. So, ich glaube, ich bin drin. Jetzt hole ich mir auch mein Multitool und ziehe mir das einmal durch. So, perfekt. Auch hier wieder stelle ich mir die Weite so ein, wie ich sie brauche. Könnte jetzt noch mein Cover nehmen. Das machen wir auch noch mal ein Stück kürzer hier. Legen wieder das Cover drüber. Kletten das fest. Machen wir es auch richtig rum. So. Und damit habe ich meinen Plattenträger auf einer Seite umgerüstet
auf eine kleine Cobra von Austria Alpin. Sehr coole Lösung. Das Ganze kann man natürlich dann auch genauso mit den großen Duraflex Buckles machen. Die sind auch sehr cool. Das zeigen wir euch jetzt hier am Kammerband, dass wir quasi eine Hybridlösung haben. Bei dem Kammerband ist es super simpel. Da muss ich nicht viel tun. Da nehme ich mir einfach hier mein Modul, hole mir hier mein Männchen raus. Das geht jetzt natürlich ein bisschen schwerer, wenn man es nicht am Plattenträger verbaut hat. Gehe einfach hier in den Kammerband rein. Kurz überlegen, dass ich hier die richtige Richtung habe. Klettet das hier fest. Legt es einmal um auf sich selbst und schon habe ich hier das Ganze umgerüstet. Und für die Front brauche ich nur die richtige Höhe zu wählen, wo ich hier mein Gegenstück anbringe. Und damit kann ich dann hergehen und den Kammerband hier einhängen und habe dann da auch eine Schnelllösung, um das Ganze bei Bedarf einfach zu lösen. Es hält natürlich noch mal besser, wenn das hier von der Frontflap verdeckt wird. So kann man sehr, sehr schnell die Kammerbandsysteme wechseln, um eben hier mehr Flexibilität zu haben, was das An- und Ausziehen angeht. Hat man die Klettlösung, das heißt, man muss den Kammerband immer zukletten, habe ich nämlich immer den Nachteil, dass ich hier meine Frontflap immer anheben muss zum Zumachen und zum Öffnen, und mit diesem Schnellabwurfsystem habe ich hier eben nochmal einen Vorteil. Ein weiteres Zubehör sind die 2 Pals Side Extension Wings. Die kann man hier einfach unten drunter bauen. Die sind zum einen dafür gedacht, dass ich hier in der Lage bin, zum Beispiel meine Funkgerätetasche oder auch ein Messer unterm Kammerband zu tragen. Das heißt, ich klette das hier ein und kann dann mit dem Kammerband oben drüber gehen. Zum anderen, man sieht es hier schon an den Schlaufen, sind diese Adapter aber auch für eine Chest-Rig-Lösung gedacht. Genauso wie auch die Frontflap. Das ist die Hybrid Frontflap von Husa. Die kommt von Haus aus schon hier mit den entsprechenden Halterungen, um sie eben auch direkt als Chest-Rig nutzen zu können. Das heißt, es gibt auch hier wieder ein Adapterset, womit ich das Ganze mit einem Trägersystem verbinden kann. Das heißt, wenn ich die Frontflap mir kaufe für den Plattenträger, brauche ich nur noch Gurtbänder kaufen und kann mir dann das ganze System auch als Chest-Rig nutzen. Und hierfür ist es eben so gedacht, dass wenn ich das als ganz einfaches Plug-Chest-Rig nutzen will und nur dieses Modul nutze, kann ich hier direkt an die Schlaufen dran gehen mit den Chest-Rig-Straps. Oder aber ich baue hier die Extensions rein und die sind so von der Länge konzipiert, dass sie hier einmal unter das Klett geschoben werden. Mache ich jetzt mal gerade nicht. Aber dann sitzen die hier unterm Klett sauber fest, verlängern das Chest-Rig um 2 Pals auf jeder Seite und können dann hier wieder mit den Gurtbändern befestigt werden. Das heißt, ich habe dann hier die Möglichkeit, eben nochmal eine zusätzliche Tasche anzubringen, wie zum Beispiel eine Funkgerättasche oder eine Trinkflasche, was auch immer. Und das Ganze ist eben auch nochmal verstärkt mit Tegris auf der Innenseite, um hier das Ganze auch formstabil zu halten, damit das Ganze nicht nach oben wegsackt. Das Rifle Panel ist übrigens auch sehr, sehr cool. Auf der Front habt ihr hier Flauschklett mit Lasercut Molle. Ihr habt Bungees zur Sicherung mit einem Schnellverstellsystem auf der Front. Und wie der Name schon sagt, Hybrid, das Ding funktioniert für verschiedene Kaliber. Das heißt, ihr könnt AR-15 Magazine nutzen, ihr könnt AK-Magazine nutzen, habe ich jetzt gerade keins hier. Haben wir in den Plakats da hinten, passen aber auf jeden Fall. Und natürlich auch SR-25 Magazine bzw. AR-10 Magazine. Und das Schöne ist jetzt hier tatsächlich auch, wenn ihr die AR-Plattform nutzt, ihr seht das hier schon gut, da passen sogar pro Tasche 2 Magazine rein. Sind dann zwar nicht unterteilt, aber ich wäre eben mit diesem Plakat in der Lage, 6 AR-Magazine auf der Front tragen zu können. Gehalten werden die Magazine hier mit einem Stück Elastik. Zusätzlich habt ihr hier an der Seite nochmal einen Streifen Elastik, um zum Beispiel die Kompressionsnadeln oder Stifte anzubringen. Also wirklich auch ein sehr, sehr cooles Frontpanel, was man hier nutzen kann. Für all diejenigen, die das Panel hier nutzen mit einem Schnellverschluss und auch wollen, dass es nicht versehentlich nach oben klappt, hat Husa hier unten auch nochmal Schlaufen angebracht. Und dazu gibt es dann Adapter, die man mit Klett hier in die Plattentasche einhängt. Und damit ist dann auch die Frontflap komplett gesichert und kann in keine Richtung mehr weg. Also auch das wäre nochmal eine Variante, mit der ihr arbeiten könnt. Zum Schluss wollen wir euch nochmal
das Load Distribution System von Husa vorstellen. Das ist auch ganz neu, haben wir auf der Enforce-Tech ganz kurz mal angerissen, damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Funktioniert tatsächlich auch mit anderen Herstellern, die eine Plattentasche haben, die auf der Innenseite und auf der Außenseite mit Flauschklett arbeitet. Also nicht nur für Husa, aber ist auf jeden Fall ein sehr innovatives und cooles System. Um das nutzen zu können, muss ich natürlich erstmal hier Platz schaffen. Das heißt, ich mache einmal die Plattentasche auf für hinten und schauen wir das an. Dann habe ich hier das Weight Distribution System. So sieht es aus, das sind die beiden Flügel. Das sind die Frontteile, das ist das hintere Teil. Das Ganze wird jetzt hier einmal eingeklettet in den Plattenträger. Und dann hat man hier einen Streifen, der auf die Außenseite gebracht wird. Das heißt, den führe ich jetzt einmal hier nach außen. Jetzt habt ihr die Wahl. Ich mache es jetzt mal ohne, damit ihr es besser sehen könnt. Ihr könnt natürlich trotzdem einen normalen Kammerband oben drüber nutzen, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt hier an meinem regulären Kammerband vielleicht noch Taschen anbringen oder eben eine Side-Sapi-Pouch, möchte trotzdem die Lastenverteilung unten drunter haben. Dann könnt ihr quasi 2 Kammerbünde nutzen. Aber es geht natürlich auch Single, dass man sagt, okay, die Seiten bleiben frei. Ich nutze jetzt nur das Lastenverteilungssystem und entferne den Kammerband. Und genau das machen wir jetzt mal. Dann hat man hier nämlich einen schönen freien Blick auf das System. Jetzt gehe ich hierher, führe hier mein Außenteil durch und fixiere das hier. Das machen wir hier auch schon mal ab. Dann haben wir das nämlich auch beiseite. Selber auf der anderen Seite. Das Ganze einmal hier einsetzen. Und dann hier durch den Schlitz für das Zip-on-Panel führen und hinten fixieren. Das kann man ein bisschen schöner machen. Und damit haben wir schon mal den hinteren Teil vorbereitet. Jetzt kommen wir zur Front Blade Back. Hier haben wir diese Führungstaschen. Die werden jetzt hier einfach aufgeklettet. Und dann auch wieder gesichert nach hinten in den Plattenträger. Und damit ist das Einstecksystem quasi schon fertig. Jetzt kann ich hergehen und führe jetzt hier meine Flügel durch, so wie man das auch vom Crye AVS kennt. Einfach hier reinstecken. Und dadurch bildet sich ein Ring um den Körper, mit dem eben die Last gleichmäßig verteilt wird, die Platten nicht mehr nach oben und nach unten sich bewegen können, weil das hier so ausgesteift ist, dass das hier perfekt funktioniert. Und wer sich jetzt noch wundert, warum das hier nicht hält bzw. rausrutscht, das ist jetzt natürlich so, wenn ich die Variante wähle, um das Ganze eben ohne einen zusätzlichen Kammerband zu nutzen, müsste ich das nochmal gegensichern. Das heißt, ich könnte jetzt hierher gehen und könnte hier mit diesen Pull-Tabs arbeiten zum Gegensichern. Die führe ich jetzt mal hier ein. Beziehungsweise besser ist es sogar, wenn ich jetzt hier mein Panel habe. So habe ich das für mich jetzt zumindest mal vorhin rausgefunden. Und führe jetzt hier diese Sicherungslasche in mein Panel ein, damit es hier nicht mehr rausrutschen kann. Ich mache es jetzt gerade mal nur auf einer Seite. So wäre das jetzt gesichert. Und wenn jetzt hier mein Frontpanel drauf sitzt, habe ich hier diese Klettlasche. Und das heißt, ich schiebe jetzt hier meinen Kammerband einmal ein. Und dann kann ich den hier mit dieser Klettlasche eben sichern, damit er nicht mehr rausrutscht. Das wäre jetzt die Variante, wenn ich wirklich nur diesen Load Distribution oder Weight Distribution Kammerband benutze. Natürlich kann man jetzt auch hergehen und dann einfach oben drüber einen anderen Kammerband nutzen und hat dann hier die entsprechenden Adapter. Das heißt, ich habe hier auch wieder das wunderbare Klett und kann dann hier so arbeiten, um eben mein normalen Kammerband mit einem Schnellverschluss oben drüber zu fixieren oder aber natürlich auch normal mit Klett oben drüber gehen. Also ihr seht, Klett macht hier sehr, sehr viel möglich, um diesen Plattenträger möglichst modular aufzubauen. Ihr habt es gesehen, der Noble Plate Carrier 4.0 von Husa bietet jede Menge Skalierbarkeit und Individualität im Aufbau. Das heißt, egal
ob ihr jetzt einen Plattenträger braucht, der wirklich ganz low profile getragen wird unter der Kleidung oder einen Plattenträger, der in der Lage ist, schwere Lasten wie zum Beispiel Breaching-Werkzeuge zu tragen. Damit könnt ihr den Noble komplett nutzen. Ein Plattenträger für alles. Die Sachen, die hier im Zubehör dabei sind, sind wie gesagt zum Teil noch nicht auf der Webseite, werden aber sicherlich jetzt relativ bald dort auftauchen. Ansonsten einfach kurz mal nett nachfragen bei Hussa. Der Link zum Hersteller ist hier unten eingeblendet. Was sagt ihr zu dem System? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, liken, Abo, Glocke klicken, auf jeden Fall wieder einschalten, wenn wir demnächst noch das Backpanel-System vorstellen. Das lohnt sich auch nochmal. Und ansonsten sagen wir Tschüss, bis dann, macht's gut, bye bye.